Jetzt reicht's! Ich bastel mir aus Fimo ein Utensilio. Zuerst machst du den inneren Boden deines Bechers. Auf Papier habe ich mein Utensilio aufgemalt. Dies besteht aus 2 Bechern und der unteren Form. Für den Boden verwende ich einen Grauton. Den Grauton rolle ich bei Stufe 1 aus. Ich schneide den Boden aus. Nun mache ich die innere graue Wand. Für die Wand fertige ich mir eine Schablone aus Papier an. Das Papier muss einmal komplett um den Boden reichen und vorne leicht überlappen. Den Grauton rolle ich wieder bei Stufe 1 aus. Dein Grauton muss so lang sein, dass deine Schablone für die Innenwand darauf passt. Meine Innenwand bekommt jetzt die Struktur. Dafür verwende ich Stoff. Den Stoff lege ich auf mein ausgerolltes Fimo. Das Fimo mit dem Stoff rolle ich jetzt bei Stufe 2 aus. Durch den Stoff hat das Fimo eine leichte Struktur bekommen. Die Innenwand schneide ich jetzt grob entlang meiner Schablone aus. Jetzt mache ich die äußere Wand. Dafür mische ich mir den Grundton aus Blau und Weiß. Ich rolle meine Mischung auf Stufe 1 aus. Dein blauer Farbstreifen muss so groß sein, dass deine Schablone darauf passt. Danach arbeite ich die farbigen Streifen ein. Meine Streifen werden blau und weiß. Ich rolle Blau auf Stufe 8 aus. Ich rolle Weiß ebenfalls auf Stufe 8 aus. Ich füge jetzt meine Farbstreifen ein. Bevor das Ganze jetzt in die Pastamaschine kommt, glättest du deine Farblinien mit dem Acrylroller. Zuerst lasse ich mein Farbmuster auf Stufe 1 durch die Pastamaschine. Ich klappe mein Farbmuster jetzt zusammen, zweilagig, und lasse es wieder bei Stufe 1 durch die Pastamaschine. Für die Struktur der Außenwand verwende ich zum einen Fliegengitter. Dies bedeckt 1/3 des Fimo-Stücks. Für den Rest verwende ich wieder meinen Stoff. Ich rolle mein Fimo auf Stufe 2 aus. Nach dem Ausrollen ziehe ich das Gitter und den Stoff ab. Auch bei der äußeren Wand schneide ich die Grundform jetzt grob aus. Äußere und innere Wand lege ich jetzt mit der glatten Seite aufeinander. Liegen die beiden Stücke aufeinander, lege ich die Schablone oben drauf und schneide nun mein Stück aus. Für den Farbmix vorne als Highlight nimmst du dir verschiedene Reste. Ich arbeite wieder hellblau, dunkelblau, weiß und dazu als Kontrast Magenta ein. Die Fimo-Farben schneidest du ganz klein. Die einzelnen Farbschnipsel wirfst du dann wild zusammen und dann schneidest du wieder. Deinen Schnipselhaufen glättest du dann mit dem Acrylroller. Meinen Farbmix setze ich vorne an der Spitze auf. Dann nehme ich einen Schaschlikspieß und ziehe mir noch Linien in das Fimo. Nach der Verzierung sieht meine Wand so aus. Außen so, innen mit dem Stoff gemustert. Nun verbinde ich den Boden mit den Wänden. Der Becher muss jetzt so aussehen, der Boden wird dann noch stabilisiert. Dafür nimmst du dir noch einmal den Grauton. Den Grauton rolle ich auf Stufe 7 der Pastamaschine aus. Dein Becher sieht jetzt unten so aus. Du stellst deinen Becher auf das dünn ausgerollte Grau. Dann schneidest du einmal rundherum. Die Unterseite sieht jetzt so aus. Nimm dir dein Fimo-Werkzeug und glätte die Kanten.
Deinen fertigen Becher gibst du jetzt in den Ofen. Ich backe meine Becher 30 Minuten bei 110 Grad. Jetzt geht es weiter mit der Box für die Becher. Ich habe vorbereitet den Boden und die innere Wand. Die sind nämlich genau gleich mit dem Becher. Ich zeige dir jetzt die äußere Wand und wie du dieses wilde Farbmuster hinbekommst. Für die äußere Wand verwende ich 4 verschiedene Fimo-Farben. Ich rolle alle Farben bei Stufe 1 aus. Die 4 Farbstücke schneide ich jetzt in willkürliche Streifen. Dann lege ich sie in einem wilden Muster zusammen. Die Farbschnipsel, die ich aufeinander gelegt habe, glätte ich jetzt mit dem Acrylroller. Meinen Farbmix rolle ich bei Stufe 1 aus. Ich lege mein Stück aufeinander doppelt und lasse es dann wieder bei Stufe 1 durch die Pastamaschine. Um das wilde Farbmuster zu erzeugen, kannst du aber auch die Außenseiten nach innen klappen. Und dann das Ganze wieder bei Stufe 1 ausrollen. Nach etwa 10 Mal Kurbeln sieht mein Farbmix jetzt so aus. Ich nehme nun wieder meinen Stoff, lege diesen auf mein Fimo. Mein Farbmix mit Stoff kurbel ich jetzt bei Stufe 2 durch die Pastamaschine. Mit Hilfe der Schablone schneide ich mir jetzt aus dem farbigen Stück die Außenwand grob aus. Auf meine innere Wand, die ich schon angefertigt habe, lege ich jetzt meine bunte äußere Wand. Dann nehme ich meine Schablone und schneide die Wand aus. Mein Rand, meine Wand sieht jetzt so aus. Ich nehme jetzt wieder meinen Holzspieß und ziehe jetzt noch Linien hinein. Jetzt verbinde ich die Außenwand mit dem Boden. Für den Unterboden nehme ich meinen Grauton, rolle diesen auf Stufe 7 aus. Auf meinen dünn ausgerollten Grauton lege ich jetzt meine Box. Dann schneide ich die Box wieder aus. Zum Backen gebe ich die Box mit den fertig gebackenen Bechern. Damit der Rand nicht an den Bechern anstößt, schiebe ich dazwischen kleine Holzstäbchen. So bleibt die Box die untere schön in Form und nichts klebt an. Du hast mein Video bis zum Schluss angeschaut. Modellieren mit Fimo ist genauso entspannend wie ein Ausflug im Frühling. Möchtest du gerne mehr zum Thema wissen? Dann schau dich um im Kanal oder lass mir ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!